Frühmorgens um 6 Uhr ging es zum Bahnhof. Es standen uns 4 Stunden Zugfahrt in 5 verschiedenen Zügen bevor. Zuerst ging es von Heddesheim nach Heidelberg. Von dort weiter nach Bruchsal. Von Bruchsal 30 Minuten nach Stuttgart. Ab Stuttgart in einem EC der Schweizerischen Bahn. Da mussten wir die Räder aufhängen. Rechts bei Anne hat es gut funktioniert. Bei mir links war es etwas knapp. Mein Fahrrad ist halt länger. Es ist immer etwas blöd, die Fahrräder aufzuhängen, weil man dann die ganzen Taschen abmachen muss. Wenn sie aber hängen, ist es sehr entspannt. Nach einem extrem stressigen Umstieg in Tuttlingen sind wir dann in Donaueschingen angekommen. Guten Morgen. Guten Morgen. Herzlich willkommen zu unserer Donautour 2021. Wir stehen hier gerade an der Donauquelle. Wir fahren den jetzt 7 Tage lang. Im letzten Jahr haben wir das auch schon mal 3 Tage lang gemacht und das hat uns so gut gefallen, dass wir das jetzt nochmal machen möchten. Ja, das Wetter spielt mit. Die Räder sind gepackt. Wir haben das Zelt dabei, werden also bis auf eine Nacht immer zelten. Am zweiten Tag haben wir irgendwie keinen Campingplatz gefunden. Ja, und jetzt geht es also los. 7 Tage, 600 Kilometer und wie immer, wie ihr es von uns gewohnt seid, es gibt viele Eindrücke vom Radweg und darauf nehmen wir euch jetzt mit. Wir stehen jetzt also hier in der Quelle und der Start der Tour ist jetzt praktisch der, dass wir wieder in den Aufzug zurück müssen, hochfahren und dann geht's los. Gut, wir sind jetzt so gegen 11 gestartet, haben heute eine etwas kürzere Etappe geplant, weil wir ja jetzt heute den Anreisetag hatten und jetzt genießen wir so circa 70 Kilometer. Hier haben wir jetzt das erste Mal das Donau-Radwegschild. Die beiden hatten uns bei dem stressigen Umstieg in Tuttlingen geholfen, die Räder in den Zug zu tragen. Die ersten 10 Kilometer gefallen uns richtig gut und dann freuen wir uns heute wieder auf den ersten Campingplatz.
Ich war jetzt gerade hier auf dem Friedhof und habe mir das erste Mal Wasser auf dem Friedhof gezapft. Stand jetzt nichts dran, aber ich glaube auch, und das sagten die auf dem Friedhof gerade auch, in Deutschland muss dran stehen, dass es kein Trinkwasser ist. Und da nichts dran stand, ist es Trinkwasser. So ist es, glaube ich, richtig. Across the bridge. Hier hoch? Anne? Ja. Hoch. Diese Brücke ist am Bahnhof in Immendingen. So, jetzt haben wir hier einen Imbiss, Ninas Essart an der Donauversinkung. Und hey, guck mal, hier ist auch eine E-Bike-Ladestation. Und Ja. wir haben gehört, hier gibt es gutes veganes Essen. Jetzt gucken wir mal. So, wir fahren weiter. Hervorragendes Essen gab es da. Ne? Genau. Das war ein Imbiss, aber in hervorragend. Innen sehr hervorragend. Sehr köstlich, sehr köstliche Pommes. Kann man als Zwischenstopp sehr empfehlen. Das Freibad in Tuttlingen. Wir haben jetzt 14 Uhr, wir haben 41 Kilometer hinter uns und 30 sind es dann noch bis zum Campingplatz. Und gefällt uns richtig gut. Ne? Super. Hier war jetzt direkt am Wegesrand ein Edeka. Es sind zwar noch 25 Kilometer, ein bisschen weit, aber ich glaube, viel mehr kommt nicht. Vor allem jetzt so easy, direkt am Wegesrand. Dann nutzen wir jetzt die Chance. Und ja,
Anne, wollen wir laden? Schon cool. Also hier gibt es wirklich sehr viele dieser E-Bike-Ladestationen. Und auch immer an strategisch günstigen Orten. Schwierig. Schwierig, es dauert Ja, gut. etwas. Ja, und Mario hat sich gerade super angestellt. Und zwar wollte ich diese AirTags, mit denen man Sachen und Gegenstände orten kann, in das Fahrrad reintun. Und zwar habe ich mir gedacht, ich lege den da rein oder klebe den da rein und habe den erstmal dann da reingelegt, um zu gucken, ob es passt. Ja. Dann ist er aber da runtergerutscht. Ja. Dann habe ich das Fahrrad hochgehoben, damit es da wieder rausrutscht. Dann ist er aber da reingerutscht. Und da unten ist ein Loch und ja, jetzt ist er erstmal weg oder ist weg. Jetzt ist es aber immerhin mit dem Fahrrad verbunden. Und ich habe den AirTag jetzt auch schon umbenannt von Geldbörse, wo er vorher drin war, in Fahrrad. Und ja, jetzt habe ich einen zusätzlichen Schutz. Ich meine, das Fahrrad ist ja versichert, aber ja, finde ich jetzt auch noch mal ganz nett. So ein Chip kostet 30 Euro. Ja, das stimmt. So, die Anne zieht mal ihre Winterjacke aus. Oh, Miss Otlo. Ich bin mal gespannt, für wie lange. Wir haben noch 8 Kilometer, wahrscheinlich sage ich schon 20. 20. Ja. Ja, vielleicht bis Beuron war habe ich gerade nur geguckt. Ja, aber der Campingplatz ist deutlich später. Es ist fresh. Her freshness. Man glaubt es ja kaum, aber es ist hier wirklich Wind. Ja. And it's a bit cold. Bisher war ja alles ziemlich seicht. Jetzt die letzten Kilometer geht es nochmal rauf, runter, rauf, runter. Ah, guck mal. Ah, ist das hier dieser Donaudurchbruch? Kann das sein? Das ist der Donaudurchbruch, oder? Ja, sieht das krass aus. Cool. Ja. Bei dem Anblick haben wir gerade gedacht, wir müssten hier unsere Stühle aufbauen. Aber jetzt kam mir gerade auch passend eine Bank.
So, noch 2,8 bis Beuron und dann kommt irgendwann unser Campingplatz. Wir sind übrigens auch auf der D-Route 6 und Eurovelo 6. Jetzt sind es noch 3,8 Kilometer bis zum Campingplatz und dann ja, schauen wir mal. Also wir haben keinen Campingplatz der Tour vorreserviert. Wir haben ja gute Erfahrungen damit gemacht und auch wenn man öfter mal hört, dass die Campingplätze ja aktuell komplett ausgebucht seien. Also ich glaube, das gilt halt nicht für die Zeltplätze, ne? Oder für die Zeltwiese. Da kommt man mit einem Zelt und 2 Rädern immer unter. Von daher ja, sind wir da ziemlich entspannt. Das Ortsschild von Hausen im Tal. So, das Campingschild. So, guten Abend. Wir haben jetzt bestimmt eine Stunde lang relaxed hier. Ja. Herrlich schön hier, ja. Und jetzt machen wir uns ans Kochen. Zelt steht, habt ihr gesehen. Und die Aussicht da oben ist echt Wahnsinn. Das gefällt uns schon richtig gut. Ja, und da ganz hinten stehen unsere Räder. Na, da kann ich euch mal eben einblenden, wie das aussieht. Da sind jetzt unsere beiden Räder und auch eine Tasche und da drin ist alles andere zum Laden. Handys haben geladen, Mikrofon, GoPro-Akkus. Ja, und genau, jetzt beginnen wir zu kochen. Bei uns gibt es heute eins unserer Lieblingsessen, Tomate Mozzarella mit Knoblauchdip und Baguette. So, es ist jetzt 20 Uhr, wir sind geduscht mittlerweile. Ja, es war wirklich ein schöner Tag. Echt grandiose Landschaft. Ne? Ja. Ja. Genau. Und ja, jetzt freuen wir uns aufs Zelt, auf den Schlafsack und dann geht es morgen direkt weiter. Morgen früh zeige ich euch dann noch mal ein bisschen was hier vom Campingplatz, wenn wir hier abrollen. Und dann sagen wir für heute gute Nacht und bis morgen. Bis morgen.